Ciao zusammen! Ihr kennt ja sicherlich diese Challenges in Super Mario Odyssey, wo man versucht, das Spiel durchzuspielen, ohne zu springen, ohne eine Münze einzusammeln oder mit so wenigen Kaperungen wie nur möglich. Es wundert mich aber, dass noch niemand im Internet die Challenge gemacht hat, Super Mario Odyssey mit so wenigen Cappy-Würfen wie möglich durchzuspielen. Wahrscheinlich hat es doch niemand gemacht, da man es ganz einfach im Zweispieler-Modus schaffen kann. Wenn nämlich der zweite Spieler Cappy steuert, zählt dies nie als Cappy-Wurf und es ist so möglich, den Counter auf 0 zu haben. Es hat aber noch niemand versucht, das Ganze im Einspieler-Modus zu machen. Und wenn es bisher noch niemand gemacht hat, dann mach's ich halt. Und oh mein Gott, war dies aufwendig. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bis zum Ende des Videos dran bleibt. Denn ich kann schon spoilern, dass ich 3 ganze Runs gebraucht habe, um wirklich alle krassen Tricks herauszufinden, um eine so niedrige Zahl wie nur möglich zu bekommen. Bleibt bitte dran, denn es wird sehr spannend. Also fangen wir an. Ich werde mit euch jetzt von Welt zu Welt gehen und erklären, wo man Cappy werfen muss. Der Gesamtcounter ist unten links zu sehen und unten rechts ist der Counter zu der jeweiligen Welt. Am Ende jeder Welt blende ich auch noch eine kurze Zusammenfassung ein. Es gibt zwar schon einen Counter vom Spiel, den schaltet man aber erst frei, wenn man die Story durchgespielt hat. Darauf arbeiten wir also hin, damit wir unseren Counter mit dem aus dem Spiel vergleichen können. Sobald wir Cappy bekommen, kommen wir an diesem Schalter nicht vorbei. Die Distanz ist viel zu groß. Wir müssen die Brücke erscheinen lassen. Danach müssen wir diese Tür mit Cappy öffnen. Im Hutturm kann man zwar den Frosch überspringen, aber da muss man weit mehr als nur einmal Cappy werfen, deshalb kapern wir einfach den Frosch. Oben angekommen erwartet uns eine weitere Tür, die rausführt, wo wir aber auch Cappy benötigen. Oben auf der Spitze kann man den Boss ganz easy durch Springen besiegen. Man braucht also Cappy gar nicht. Danach bei der Stromleitung allerdings schon. Es führt kein Weg an ihr vorbei. Wir haben also schon jetzt in der ersten Welt schon 5-mal Cappy geworfen. Weiter im Kaskadenland. Da müssen wir, um an den ersten Mond ranzukommen, den Kettenhund kapern. Danach müssen wir, um weiterzukommen, diese große Wand zerstören. Entweder mit dem großen Kettenhund oder mit dem T-Rex. Ich nahm den T-Rex, denn man kann mit ihm gleich noch auf dem Weg eine weitere kleine Wand zerstören, wo sich ein zusätzlicher Mond dahinter befindet. Oben angekommen geht es zum Boss. Dieser hat 3 Phasen und in jeder Phase muss man je 2-mal Cappy werfen. Einmal um den Hut wegzubringen und einmal um den Kettenhund zu kapern. Ich habe versucht, den Hut mit den Steinen zu zerstören, dies klappte aber nicht. Man muss also Cappy werfen. Insgesamt sind dies 3x2, also 6 Cappy-Würfe beim Boss. Es ist aber noch nicht vorbei, denn bei der Odyssee müssen wir ja noch Cappy auf den Globus werfen. Dies ist sehr blöd, denn so haben wir in jeder Welt mindestens einen Cappy-Wurf auf sicher. Denn den Globus muss man definitiv jedes Mal aktivieren, um in die nächste Welt zu kommen. Das Wüstenland ist das erste perfekte Land in diesem Run. Das heißt, dass wir an alle benötigten Monde rankommen, ohne Cappy zu werfen. Und nur noch den Globus betätigen müssen. Da das Wüstenland so groß und offen ist, sind echt viele Monde ohne Probleme zu bekommen. Im Seeland können wir im Anfangsbereich schon 2 Monde sammeln. Danach müssen wir weiter. In Speedruns springt man über diese Mauer. Ohne Cappy ist dies aber viel schwieriger. Ich habe vieles versucht, aber ich konnte es nicht schaffen. Vielleicht ist dieser Sprung möglich, aber es ist definitiv sehr schwer. Deshalb müssen wir den Umweg nehmen und da leider den Reißverschluss kapern. Danach schwimmen wir ein bisschen, sammeln ein paar Monde, besiegen den Boss ohne Probleme und aktivieren zum Schluss den Globus. Das Forstland ist wie das Wüstenland sehr groß, aber es stehen am Anfang noch nicht so viele Monde zur Verfügung wie in der Wüste, denn man muss über die Story verschiedene Wege freischalten. Deshalb ist dieses Land eines der schwierigsten in dieser Challenge. Am Anfang können wir ein paar Monde holen, den Hasen, den Stein und den Shop-Mond. Danach können wir an diesem Weg entlang gehen und mit einem präzisen Sprung an diesen Mond in der Nuss rankommen. Danach müssen wir bei der Sphinx durch und können den Mond dort hinten links in der Nuss holen und auch in die Röhre im Wasser gehen, um im Fussi-Raum 2 weitere Monde zu holen. Dann wird's aber kompliziert. Wir müssen durchs Labyrinth, brauchen aber ein Miesfurz. Ja, die Gegner heißen wirklich so. Wir können ihn aber den Eingang ins Labyrinth nicht öffnen lassen. Wir müssen ihn also kapern.
Blöd nur, dass er eine Art Mütze als Schutz trägt. So müssten wir Cappy zweimal werfen. Deshalb gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir mit einem Cappy Dive das Labyrinth überspringen. So müssen wir Cappy nur einmal werfen und den Mond im Labyrinth können wir auch im Nachhinein bekommen, wenn wir von hinten ins Labyrinth gehen und uns dann heraus teleportieren. Danach holen wir alle möglichen Monde, die es gibt, bis wir den Boss besiegt haben. Dann haben wir aber ein Problem. Es fehlt uns genau ein Mond. Wir müssen also leider in der Story weitergehen, um diesen letzten Mond zu bekommen. Diese Wand können wir uns zwar von den Panzern zerstören lassen, aber danach müssen wir, um weiterzukommen, Cappy gegen den Hebel werfen, um einen Samen zu bekommen. Oben bekommen wir dann unseren letzten Mond und können mit einem Cappy-Wurf auf den Globus diese Welt verlassen. Im Wolkenland müssen wir zuerst über die Wolken kommen. Wir müssen zwingend mindestens eine Wolke aktivieren, um auf die andere Seite zu kommen. Der Kampf gegen Bowser hat dann 3 Phasen und wir müssen in jeder Phase je einmal Cappy auf Bowsers Hut werfen. Im Verlorenenland wird uns Cappy von diesem Vogel weggenommen, was eigentlich das Beste ist, was uns passieren kann. So kann man nämlich Cappy nicht mehr aus Versehen werfen. Wir holen uns also jetzt ein paar Monde, retten Cappy und werfen ihn auf den Globus. Das Verlorenenland ist also das zweite perfekte Land. Das Cityland ist eine große offene Welt mit vielen Monden, ähnlich wie die Wüste. Aber am Anfang gibt es da die Nachtmission. Da müssen wir Cappy gleich ganz am Anfang auf die Stromleitung werfen. Danach gehen wir durch die Stadt und steigen langsam hoch. Die Stromleitungen kann man übrigens mit Wandsprüngen überspringen. Wir kommen beim Boss an und da müssen wir Cappy auf einen Panzer werfen, um den Boss zu besiegen und die Nachtmission abzuschließen. Am Tag können wir uns dann einfach nach unten teleportieren, wir müssen also die Stromleitung nicht nochmal nutzen. Und dann finden wir dort mehr als genug Monde und können die Welt mit einem weiteren Wurf auf den Globus verlassen. Die nächsten beiden Welten, das Küstenland und das Polarland, sind beides perfekte Welten. Man findet genug Monde ohne Cappy zu werfen und muss nur den Globus aktivieren. Das Schlemmerland hingegen ist aber ähnlich wie das Forstland eher kompliziert. Am Anfang ist doch alles sehr gut. Wir können ein paar Monde sammeln, den Boss besiegen und in der Siedlung ein paar weitere Monde sammeln. Danach müssen wir aber dieses große Lavabecken überqueren. Dazu müsste man einen Hothead kapern. Ich hatte da aber eine ziemlich coole Idee, wie man es anders machen kann. Dazu müssen wir uns nämlich am Anfang ein 6er Herz im Shop kaufen und dann über diese vielen Pfosten Stück für Stück nach vorne springen. Ganz hinten angekommen, machten wir einen Stampfattackensprung und einen Dive auf diesen farbigen Berg. Und von dort aus springen wir in die Lava, lassen Marios Arsch 5-mal verbrennen und landen dann mit nur einem Leben auf der anderen Seite. Dort können wir auf der Rückseite des Berges mit einem weiteren präzisen Sprung diesen Mond da oben holen, der uns gleichzeitig zum Glück auch heilt. Jetzt kommen aber die Cappy-Würfe. Wir brauchen schon 2, um den Pfannbruder mit dem Hut zu kapern. Und dann noch einen weiteren Wurf, um den Schalter hinter dem Käse zu aktivieren. Nachdem der neue Weg erschienen ist, können wir den Mond dort hinten bei den Bergen holen und dann müssen wir das Fleisch oben auf der Spitze mit Cappy übernehmen. Wenn wir dann den Multimond haben, haben wir aber immer noch nicht genug Monde. Wir müssen weiter in der Story voranschreiten. Wir landen in dieser Höhle, die tatsächlich machbar ist ohne Hothead. Jedoch muss man da Cappy sehr oft werfen. Deshalb müssen wir da trotzdem den Hothead kapern. Wir sammeln nun die letzten paar Monde und gehen natürlich noch zum Globus. Das Ruinenland ist das größte Arschloch von allen Welten. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Wir müssen da nämlich den Drachen besiegen. Aber um alleine schon zum Schlachtfeld zu kommen, müssen wir Cappy auf die Stromleitung werfen. Diese ist aber auch noch durch einen weiteren Pfosten geschützt, also sind es 2 Cappy-Würfe noch vor dem Bossfight. Beim Bossfight gegen den Drachen geht es dann darum, alle Pfosten aus dem Kopf des Drachen herauszuziehen. Natürlich mit Cappy. Beim Bosskampf gibt es auch wieder 3 Phasen. In der ersten Phase gibt es 3 Pfosten, in der zweiten Phase gibt es 4 Pfosten und in der dritten Phase gibt es ganze 6 Pfosten. Und natürlich kommt dann noch der Globus am Ende dazu. Wir haben also mit insgesamt 16 Cappy-Würfen einen neuen Rekord, was aber nichts Gutes ist. Wer denkt, dass es jetzt besser wird, hat sich geirrt. Im Bowserland müssen wir von Insel zu Insel gehen, und zwar mit Stromleitungen. Es sind 5 nacheinander.
Auf den Inseln dazwischen gibt es dafür keine großen Probleme. Dafür aber bei den beiden Bruder-Bosskämpfen. Topper kennen wir schon aus dem Hutland, ist daher kein Problem. Aber Harriet ist die einzige der 4 Brudels, bei der man Cappy im Kampf benötigt. Bei 3 Phasen sind dies also 3 Cappy-Würfe. Um danach weiterzukommen, müssen wir da hoch. Wenn wir den Peakmatz mit dem Hut nehmen, müssen wir Cappy zweimal werfen. Bei einem Cappy Dive allerdings nur einmal. Wir machen es also ähnlich wie beim Labyrinth im Forstland und überspringen das Ganze. Weiter oben brauchen wir dann aber definitiv einen Peakmatz, um die große Wand raufzuklettern. Wir müssen also dort Cappy zweimal werfen. Mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass es klüger gewesen wäre, einfach unten, statt einen Cappy-Sprung, einfach schon den Peakmatz zu nehmen. Wir brauchen ihn ja sowieso da oben und deswegen war dieser Sprung mit Cappy überflüssig. Ich habe aber dies erst zu spät bemerkt und daher einen Fehler gemacht. Wir können also vom Counter ab jetzt eigentlich 1 abziehen. Wir gehen aber trotzdem weiter. Ganz oben müssen wir noch eine allerletzte Stromleitung kapern und dann beim Boss noch den Peakmatz, der aber zum Glück keinen Hut trägt. Zu guter Letzt kommt natürlich noch der gute alte Globus, allerdings schon das letzte Mal. So, jetzt sind wir beim Finale im Mondland. Wir gehen voran, bis wir an der Mondhöhle ankommen. Dies ist ein sehr langes Lava-Level, wo man Cappy viele Male werfen muss. Deshalb machen wir den Speedrun-Trick, den Moonskip oder Caveskip. Dafür gehen wir zur Sphinx hinter der Höhle und machen einen präzisen Sprung, um dieses Lava-Level komplett zu überspringen. Bei diesem präzisen Sprung müssen wir Cappy nur einmal werfen. Danach bei der Kirche angekommen, müssen wir die riesige Tür mit 3 Cappy-Würfen öffnen und im Kampf gegen Bowser, der wieder 3 Phasen hat, müssen wir Cappy auch insgesamt 3-mal werfen. Der finale Cappy-Wurf Nummer 74 oder 73 ist dann, wenn wir Bowser übernehmen. Danach spielen wir noch das Finale zu Ende, schauen uns die Credits an und gehen zum Pilzkönigreich. Dort können wir endlich mit Toadette sprechen, damit die uns sagt, wie oft wir Cappy wirklich geworfen haben. Es könnte ja sein, dass ich ein paar Fehler gemacht habe und es schlussendlich sogar noch mehr als 74 Cappy-Würfe sind. Aber tatsächlich sind es laut dem Counter nur 63 Würfe. Hä? Wie soll das gehen? Es muss ja irgendeinen Trick geben, den ich, ohne es zu wissen, gemacht habe. Und den wollte ich herausfinden. Also habe ich ganz viel herumexperimentiert und etwas sehr Krasses herausgefunden. Und zwar kapern wir jetzt eine Stromleitung auf 2 verschiedene Weisen. Was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass die eine Art ein Cappy-Wurf ist und die andere keiner? Es ist tatsächlich so, dass, wenn man ganz nahe am Objekt steht, es nicht als Cappy-Wurf zählt. Meine Theorie ist hierbei, dass nicht das eigentliche Werfen als Wurf zählt, sondern die Bewegung von Mario. Mario dreht sich beim Werfen nämlich einmal im Kreis. Und wenn diese Drehung abgeschlossen ist, zählt es als Wurf. Wenn aber Cappy das Ziel erreicht, bevor Mario sich komplett drehen konnte, zählt es nicht als Cappy-Wurf. Ich habe dies überall ausprobiert und habe herausgefunden, dass es bei allen Kaperungen funktioniert und bei Dingen, wo Cappy nicht hindurchgeht, sondern ein bisschen hängen bleibt. Also zum Beispiel solche Pfosten, Schalter oder Vogelscheuchen. Und natürlich auch der Globus. Dieser geniale Trick funktioniert aber bei Gegnern mit einem Hut leider nicht. Wenn man den Hut abwirft, zählt es nämlich immer noch als Cappy-Wurf. Beim Kapern dann hingegen nicht. Also haben wir jetzt bei solchen Gegnern statt 2 nur noch einen Cappy-Wurf. Dies ist aber nicht weiter schlimm, denn auch schon so können wir beim zweiten Durchlauf schon extrem viel optimieren. Dieser Trick, den ich herausgefunden habe, ändert alles. Erstmal können wir alle 4 perfekten Welten vom ersten Run komplett streichen. Allgemein können wir in allen Welten die Globen streichen. Wir gehen aber jetzt wieder schrittweise von Welt zu Welt. Im Hutland können wir den Schalter, den Frosch und die Stromleitung dank dieses Tricks komplett streichen. Es bleiben also nur noch die Türen, bei denen es leider nicht anders geht. Im Kaskadenland können wir den Kettenhund und den T-Rex streichen und die Hälfte vom Bossfight. Wie schon gesagt, zählt das Abwerfen vom Hut noch als Cappy-Wurf, das Kapern aber nicht. Es bleiben also am Ende 3 Cappy-Würfe beim Boss.
Im Seeland können wir den Reißverschluss ohne Probleme kapern und somit alles komplett streichen. Im Forstland müssen wir immer noch das Labyrinth überspringen, da der Mieswurz leider einen Hut trägt. Wir haben aber danach das Problem mit dem einen letzten fehlenden Mond nicht mehr, da wir einfach mit diesem Trick die Vogelscheuche aus der Nähe aktivieren können und uns den fehlenden Mond dort holen können. Wir können also den Hebel für den Samen in Ruhe lassen. Im Wolkenland bleibt leider alles gleich und im Cityland können wir dank dem Trick alle 3 Sachen streichen. Im Schlemmerland können wir jetzt Gebrauch von den Hotheads machen, indem wir sie ganz aus der Nähe kapern. Wir kaufen uns das Koch-Outfit und komplettieren diese Bonus-Stage. Dies bringt uns 2 weitere Monde. Beim Pfannenbruder und dem Schalter können wir 2 von 3 Cappy-Würfen streichen. Und danach müssen wir das Fleisch gar nicht mehr kapern, da wir einfach mit dem Hothead, den wir wieder ganz aus der Nähe kapern, die restlichen fehlenden Monde einsammeln können. Im Ruinenland, welches ja im ersten Run fürchterlich war, können wir jetzt alles komplett streichen. Ich habe es im Pilzkönigreich getestet und es funktioniert wirklich alles ohne Cappy, wenn man den Trick macht. Im Bowserland können wir alle Stromleitungen streichen und auch noch ein paar andere Sachen. Es bleiben am Ende 3 Würfe beim Bosskampf gegen Harriet und noch ein Wurf, um den Hut von Peakmatz zu entfernen. Im Mondland können wir leider nur eine Sache streichen, und zwar das Kapern von Bowser. So, nach diesem zweiten Run sollten wir jetzt, laut meinen Berechnungen, insgesamt 22 Cappy-Würfe haben. Dank diesem genialen Trick konnten wir riesige Fortschritte machen. Von 74 runter auf 22. Aber ratet mal, was die Statistik diesmal sagt. Es sind nicht 22 Würfe, sondern 20? 20? 20? Hä? Es muss also wieder einen weiteren Trick geben, den ich, ohne zu wissen, wieder gemacht habe und ich wieder herausfinden muss. Also habe ich wieder lange experimentiert und habe wieder einen Trick gefunden. Ihr erinnert euch doch bestimmt an das Problem, dass das Entfernen der Hüte bei Gegnern als Cappy-Wurf zählt. Mit diesem neuen Trick nicht mehr. Der ist aber viel schwieriger als der erste Trick. Und zwar ist es so, dass man etwa im gleichen Moment, wo man Cappy auf den Gegner wirft, sich auch selber treffen lassen muss. Wenn es genauso wie hier aussieht, dann ist es richtig ausgeführt. Es ist aber sehr schwierig, das perfekte Timing zu erwischen. Dieser Trick ist, glaube ich, sogar framegenau. Jedenfalls sieht es beim Replay in Slow Motion stark danach aus. Sobald ich dann diesen Trick ein bisschen geübt habe, konnte ich den dritten und letzten Run starten. Im Hutland können wir leider immer noch nichts tun, aber im Kaskadenland können wir in Kombination von beiden Tricks den Boss besiegen, ohne Cappy zu werfen. Ich brauchte mehrere Versuche, bis ich es geschafft habe. Ich brauchte auch die Peach Amiibo, um mich ständig zu heilen. Jedenfalls habe ich es dann am Ende endlich geschafft und deshalb können wir nun alles vom Kaskadenland komplett streichen. Im Forstland blieb uns der Sprung beim Labyrinth übrig. Nun können wir aber mit dem Trick einen Mieswurz, der einen Hut trägt, übernehmen, ohne Cappy zu werfen und dann mit ihm durchs Labyrinth gehen. Wir können also auch hier alles in dieser Welt streichen. Im Wolkenland können wir aber leider nichts ändern. Der Trick funktioniert leider nicht bei Bowser und bei der Wolke. Im Schlemmerland blieb uns nur noch der Hut vom Pfannenbruder übrig. Und den können wir ja jetzt auch ohne große Probleme entfernen. Also ist auch dieses Land nun perfekt. Beim Bowserland gibt es den Fight gegen Harriet. Ich konnte auf einer anderen Spieldatei in der Wüste herausfinden, dass dieser tolle Trick auch bei Harriet funktioniert. Wenn wir ganz kurz, bevor wir von der Bombe getroffen werden, Cappy werfen, zählt dies auch nicht als Cappy-Wurf. Den Hut beim Peakmatz können wir dann auch ganz easy entfernen und somit auch im Bowserland alles streichen. Es bleibt jetzt nur noch das Mondland übrig und da lässt sich leider nichts streichen. Ich habe versucht, das Lava-Level mit den beiden Tricks kombiniert zu machen und es würde alles klappen, wenn es nicht ein Problem gäbe. Der Riesenkugelwilli, auch Bonsai Bill genannt, explodiert sofort, wenn wir den zweiten Trick anwenden wollen, wo wir ja getroffen werden. Wir kommen an dieser Stelle also nicht weiter und deshalb bleibt beim Mondland
alles so wie im zweiten Run. So, wir konnten jetzt im dritten Run sehr viel verbessern. Wir konnten alle Welten, bis auf 3, perfekt machen, also ohne Cappy-Würfe. Es bleiben jetzt nur noch 2 Würfe im Hutland, 4 im Wolkenland und 7 im Mondland. Es sind also insgesamt nur 13 Cappy-Würfe. Und jetzt kommt noch der Moment der Wahrheit. Was sagt die Statistik von Toadette? War der ganze Aufwand umsonst? Habe ich vielleicht noch einen weiteren Trick verpasst? Ist die Zahl 13? Ja, die Zahl ist 13. Wir haben es geschafft. Von 74 Cappy-Würfen am Anfang bis hin zu 13 Würfen nach dem dritten Run, wo wir die beiden Tricks kombiniert verwendet haben. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, dass ich dies geschafft habe. Nicht nur die Challenge im Spiel mit den beiden Tricks, die ich ganz alleine herausgefunden habe, sondern auch das Video, denn es war enorm aufwendig. Schon alleine die Videoaufnahmen, also das Gameplay, umfassten 17 Stunden. Und dann kommt noch das Skripten, die Audioaufnahme, der Schnitt und all das andere hinzu, Thumbnail, alles. Deshalb bin ich sehr, sehr, sehr dankbar an jeden, der das Video bis hierhin geschaut hat. Danke. Also, wenn dir dieses enorm aufwendige Video gefallen hat, dann hinterlasse bitte eine positive Bewertung, abonniere den Kanal kostenlos für mehr Videos und schreibe doch etwas in die Kommentare. Außerdem wäre es mega nett von dir, wenn du dieses Video an Freunde schickst, die das auch interessieren könnte. Schon mal danke im Voraus und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!